So, jetzt steht er also fest, der deutsche Achtelfinalgegner bei der EM 2024. Deutschland gegen Dänemark. Aber die Dänen, die mühten sich gegen Serbien regelrecht ab, dass sie das 0:0 bekamen. Sie belegen Platz 2 der Gruppe C wegen der Fairplay-Wertung. Denn Dänemark ist Punkt und Tor gleich mit Slowenien. Im Spiel gegen Serbien kassierten die Dänen in der 53. Minute zwar ein Gegentor, aber der Treffer von Jovic, der zählte nicht. Der Torschütze, der stand beim Zuspiel im Abseits. Die Serben verabschieden sich damit aus dem Turnier. Die Unterstützung von Tennis-Superstar Novak Djokovic im Publikum half dabei leider auch nichts. Und bei uns im Studio auch an diesem Morgen unser EM-Experte und ehemaliger Nationalkeeper Jens Lehmann. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen. Ja, bevor wir über das beste Spiel vermeintlich reden, Österreich, wir müssen erst mal über Deutschland reden. Also Deutschland gegen Dänemark jetzt, also das müsste doch locker zu machen sein. Die Dänen haben nicht gerade überzeugt und mit Fairplay-Wertung weitergekommen. Also das ist eine machbare Aufgabe, oder? Ja, man sieht aber, die Gruppe ist sehr hart gewesen bei den Engländern, Serben, Slowenen und Dänen. Und demzufolge ist es kein Selbstläufer. Also ich würde die Dänen ein bisschen stärker einschätzen als die Schweizer. Das ist eine Mannschaft gespickt mit Premier League-Spielern, mit internationaler Klasse aus Barcelona, Portugal oder portugiesischer Kreativität, bisschen Bundesliga dabei. Also die Jungs wissen alle, wie es geht. Das heißt, die werden entsprechend ihre Strategie dann auch natürlich an unser Team anpassen. Was heißt denn das für Bundestrainer Julian Nagelsmann? Ich glaube, dass die Dänen so weiterspielen werden wie bisher. In ihrer Formation hinten relativ dicht. Wir werden, was ich anfangs oder was ich schon mal vorher gesagt habe, auf eine ähnliche Mannschaft treffen wie die Schweizer. Und demzufolge, glaube ich, müssten sie eigentlich nur ein bisschen schneller spielen in der Spielverlagerung und eben auch wissen, wo man im 16er reinspielt. Das ist gegen so eine Mannschaft immer der Schlüssel zum Erfolg. Und das, obwohl wir Abwehrprobleme haben. Wir wissen ja immer noch nicht, ob Rüdiger spielen wird. Also Tah ist ja gesperrt. Vielleicht kriegen wir eine vollkommen neue Innenverteidigung. Ist das tatsächlich die große Unbekannte, das große Problemfeld der deutschen Nationalmannschaft? Auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt mit Schlotterberg spielen würden und Anton als Beispiel, das ist ein Verteidigerpaar, die noch nie zusammengespielt haben, meines Wissens. Manuel Neuer dahinter mit seiner Erfahrung. Hoffe ich mal, dass er da ein bisschen organisieren kann. Aber das ist in der Tat etwas, wo die Dänen sicherlich auch reingehen werden. Die haben mit Holland zum Beispiel einen Stürmer, der bei Manchester United spielt. Und mit Eriksson einen, der ebenfalls dort spielt, der gut Räume sieht. Also das wird eine Herausforderung für die Jungs werden. Ja, lass uns mal über das fast schon beste Spiel auch dieser EM sprechen. Ja, du warst ja gestern in Berlin im Olympiastadion. Olympiastadion. Du warst im Stadion, hast es selbst gesehen. Ja, genau. Nicht die Rede von England oder Frankreich, die Österreicher. Was ist da los? So also es war ein fantastisches Spiel. Hätte ich nicht gedacht von den Österreichern. Vor allen Dingen war es schön anzusehen. Es war so, die Österreicher haben sehr direkt gespielt. Ja, kein großes Spielverlagern, kein Passspiel im Mittelfeld, sondern sind voll draufgegangen, voll nach vorne, sehr viel in die Tiefe. Haben alles gegeben. Und vom Spielverlauf war es natürlich auch toll. Holland hat natürlich auch ein paar Chancen gehabt. Also es war ein sehr enges Spiel. Aber man sieht eben auch bei Mannschaften wie Österreich oder auch Holland, bei so vielen anderen Mannschaften, die meisten wissen heutzutage nicht mehr so richtig, wie sie verteidigen sollen. Deswegen fallen viele Tore, was für uns unterhaltsam ist. Aber aus einer reinen Perspektive, wie man zu Null spielt, muss ich sagen, ist das so ein bisschen fragwürdig, alles, was die machen. Aber es ist gut anzuschauen. Aber du hast auch in England gespielt, lange Jahre bei Arsenal. Und die Engländer, über die müssen wir auch reden. Das war ja die große Erwartung, dass sie so gut spielen würden. Und am Ende wird Trainer Gareth Southgate noch gar von den englischen Fans mit Bierdosen oder mit Bierbechern beworfen. Weil, was liefern die Engländer ab? Wären Gruppenerster, aber das ist doch kein Fußball, was die spielen. Ja, ich kann es mir auch schwer erklären, warum das da so ist. Man muss ihnen so ein bisschen zugutehalten. Sie haben ähnlich wie wir auch immer gegen super defensive Mannschaften gespielt. Konnten dann nach vorne nicht so viel machen, sind mit einem Törchen weitergekommen. Muss man auch mal erst mal schaffen, mit einem Tor Gruppensieger zu werden. Also Minimalisten. Ich kenne das so ein bisschen aus den Turnieren, bei denen ich dabei war. Wir sind auch manchmal beschimpft worden nach der Vorrunde, weil wir echt einen schlimmen Fußball gespielt haben. Und dann auf einmal im Achtelfinale als Klick gemacht und sind wir 2002 oder so ins Endspiel gekommen. Auch nicht mit vielen Toren, ein Tor geschossen, hinten zu 0 gespielt. Aber das war immerhin auch eine Qualität. Und das muss man den Engländern ein bisschen zugutehalten. Sie haben bislang ein Tor reinbekommen in 3 Spielen gegen Dänemark.
Und Wenn das es war's. groß eins rein, naja. Ja, eins geschossen. Glaubst wirklich noch an Sie, dass Sie tatsächlich Ihren muss ja- ich kann jetzt- Turnierfavoritenstatus erfüllen könnten? Ich kann ja jetzt nicht nach dem ersten Sturm direkt umknicken, in meiner Meinung. Ja? Ich hoffe, das Achtelfinale wird das noch rechtfertigen. Die Probe aufs Exempel kommt, Jens. Wir gehen da noch mal rein. Ne? Das ist Wir schon werden mal dich sicher. daran erinnern. Danke, Jens.